Hallo, wir spielen ein U-Boot-Spiel. December 7th, 1941. The Japanese unleash a devastating attack against Pearl Harbor, dealing a painful blow to the Pacific Fleet. More than 2,000 American servicemen perish while attempting to repel the onslaught. And although the attack fails to knock out the strategically important aircraft carriers, it succeeds in shaking the American people to the core. Entering the war is no longer a choice. It is a necessity. On December 11, Nazi Germany declares war against the United States. Just a few days later, Operation Paukenschlag is put in motion by the commander of U-boats, Karl Dönitz. This long-range operation is an attempt to cripple the U.S. merchant fleet, which holds a key role in supplying Great Britain in its struggle against Hitler. All along the U.S. East Coast, German U-boats sink hundreds of American tankers and cargo ships, slowly tightening the noose around the neck of Great Britain. It is clear that without American support to their war effort, Britain's survival will be measured not in months, but in weeks. With a majority of its might focused on fighting the Japanese in the Pacific, the U.S. Navy is left with very few anti-submarine vessels available for the Atlantic theater, not even remotely enough to introduce an efficient convoy system that could protect the merchant fleet from the U-boats. The bloodbath continues for months, and the fire from burning tankers becomes a common sight on the shores of the East Coast. The survival of Great Britain now hangs by a thread. Finally, in May 1942, the U.S. Navy manages to muster enough anti-submarine ships to put the convoy system into effect. Now, with the help of the Royal Canadian Navy, merchant ships are escorted along the U.S. coast to form convoys around Newfoundland. Only then are they ready, having been joined by their guardian angels, to set out on the perilous journey across the Atlantic. At last, the steel wolves of Dönitz will be facing a challenge. They are about to meet a whole new breed of enemy, fast, maneuverable, and more than capable of sending a submarine to the bottom. The Fletcher-class Destroyer. Lulu. So, Tutorial. Wir spielen das Tutorial. Achso, zur Erklärung, ihr habt ja keinen Chat. Die beiden unterhalten sich darüber, dass heute kein Final Fantasy gespielt wird, sondern halt eben die Spiele aus dem Choice, und dann sind sie auf Einzelheiten eingegangen. Genau. Do we want to start a tutorial? No. Options. Language. Wie wär's mit Deutsch? Anwenden. Tutorial. Ja. Oh, ja. Und für mich ist da auch wieder, achso, nächste Woche wieder alle, also Montag, Dienstag, Mittwoch, wieder ab 19 Uhr. Ich habe mal wieder Nachtschicht. Genau. Aber diesmal fällt hoffentlich nichts aus. Es soll im Moment echt nicht sein. Ne? Der Montag, der steht in einem schlechten Stern. Und ich habe ja so Spaß an Dave the Diver. Ihr könnt euch übrigens aussuchen, was wir morgen spielen. Ne? Wir spielen morgen auf jeden Fall einer unserer 3 Projekte. Und ihr könnt euch aussuchen, ob wir Dave the Diver, Final Fantasy oder Hope Bear that in mind when you lose radar contact with the enemy. And, most importantly, remember this. Radar works only for surface contacts, while sonar works only for submerged contacts. Last but not least, the 1940 sonar also has a dead zone right under your destroyer, which is crucial to remember. Wow, ich glaube, ich habe da richtig Lust drauf. However, is that everything at sea is ruled by the compass. Consequently, every instrument, report, and command also refers to it. It works just like the clock, with 000 or 360 at the top, 090 on the right, 180 at the bottom, 270 on the left. These 3-digit codes are called bearings, and they refer to the cardinal points. 000 or 360 is the north, 090 is the east. Treffer. Zyklon hat gerade nicht zugehört. Das heißt, das ist doch kein Tutorial, das ist ein Briefing.
So, if there is a contact at bearing 090, it means that it is located east of our position. This system allows the crew to quickly exchange information regarding where the enemy has been detected, what course to take, and so on. Once you understand it, it quickly becomes second nature. Eins der Spiele nachspielen. In summary, the most important information for you will always be the position of the currently tracked enemy, which is given in bearings, Montag hattest du mich ja exklusiv. and ranges, how far away from your position. The last thing you need to know is how to execute a successful depth charge attack. The problem consists in hitting a moving object in 3D space with a weapon that has a considerable delay between being fired and hitting the target. Ja, Hope Lake hat nicht so richtig Fahrt aufgenommen, ne? In general, the attack has to be made in such a way as to drop the depth charges with a lead ahead of the U-boat's bow. Ach, Gott sei Dank. Große Kraft voraus. Full stand. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Mhm. Ja, jetzt dürfen wir zugucken. Ja. Stimmt, da warst du auch sehr beteiligt, ne? Ja, 23, 24, 25. Es stehen weitere Geschwindigkeitsoptionen zur Auswahl. Denken Sie daran, dass Sie das so nah bei große Kraft voraus und volle Kraft voraus nicht nutzen können. Gucken wir mal. Fortfahren. Drücken Sie S. Wählen Sie ein Drittel voraus. Aha. Ah. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Aye, sir. Auf dem Kurs ist momentan ein Kurs von 000, magnetischer Nordpol zu sehen. Kurse beziehen sich auf die Peilung. Wenn Ihr Kurs also 00 ist, heißt das, dass Sie genau nach Norden fahren. Ja, schon klar. Es gibt verschiedene Arten, das Schiff zu steuern. Die erste ist das Ruder, das genauso funktioniert wie das Lenkrad bei einem Auto. Halten Sie die linke Maus gedrückt und ziehen Sie die Maus ganz nach links. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. Mhm. Oh Gott. Ich glaube, wir werden heute noch Demos spielen. Sie können zum Steuern auf die Ruderanzeige klicken. Das ist sehr praktisch, wenn Sie den Zerstörer auf einen bestimmten Radius kreisen lassen wollen. Klicken Sie hier um eine 35-Grad-Wende zu. Ja. Hard right rudder. Hard right rudder. Aye, sir. So, wir sind jetzt bei 35. Er macht aber weiter. Mhm. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Ich weiß es nicht. Also drehen Sie nach rechts, wenn Sie D drücken und wählen Sie 20 Grad. Rudder 20 degrees right. Rudder 20 degrees right. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlimmer als Citizen Sleeper ist. Ich weiß ja ungefähr, was passiert und es ist nicht so furchtbar viel. Aha. Na. New course 010.
Ich weiß jetzt, wie man so ein Schiff manövriert. Ist das so, ja? Das einfache U-Boot wurde geordert, um das anzugreifen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Anzeige für die Zielpeilung. Dieses Gerät ist sehr praktisch. Range 2,900 yards. Bridge combat. New surface contact from radar. Bearing 057. Range 2,900 yards. Wo? I designate contact. Able. Time 08. Contact. Able. Now bears 057. Range 2,700 yards. Ah. So. Was? Contact able now bears 055. Range 2,600 yards. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. All engines ahead 2/3. All engines ahead 2/3. Aye, sir. Contact able now bears 055. Range 2,600 yards. Mhm. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich glaube, wir müssen. Contact able now bears 055. Range 2,600 yards. Rudder 15 degrees left. Rudder 15 degrees left. Aye, sir. Rudder amidships. Rudder amidships. Contact able now bears 057. Range 2,500 yards. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, Okay, sir. ich verstehe es einigermaßen. All engines ahead. Contact able now bears 058. Range 2,500 yards. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Aye, sir. Steady Was? as she goes. Das war falsch. Aye. Steady on course 359. Contact able now bears 060. Range 2,400 yards. Hä? Oh, wie hakelig. Das ist ganz, ganz furchtbar. Weil du hast das Gefühl, du weißt, was du machst, aber verstehst nichts. 2,400 yards. Contact able now bears Auf DRT klicken. 059er. Range 2,500 yards. Bin mal gespannt, wie stabil das Spiel läuft. Oh, abgestürzt. Was ist denn das? Entschuldigung, aber das ist, ich weiß es nicht. Also, kurzes Fazit, das ist furchtbar. Das ist völlig uninteressant. Es macht gar keinen Spaß, da auch nur ansatzweise mitzumachen. Ich muss jetzt ganz kurz mal, ich gehe mal auf, also ich habe es natürlich beendet, klar. Ich gehe mal ganz kurz auf Steam gucken, was es für Bewertungen hat. Größtenteils positiv. Boah, bitte, was war das denn? Wir gucken uns den Trailer mal nochmal an. Ich weiß nicht,
was der Trailer da macht. Wir gucken den zweiten, der sieht nach... General Quarters, all hands man your battle stations. Set conditions Zebra throughout the ship. Oh, das ist viel zu realistisch. Das ist ganz, ganz grausam. Surface radar has a new Und aus den contact. Iron Wolf Studios, was machen die denn? 09er. Range 5,700 yards. Iron Wolf Studios. Es ist aber nicht von den Leuten, die Dings gemacht haben. System. Nee, also, sorry für alle, die sowas mögen. Ich kann es gar nicht ertragen. Ich fand es so furchtbar, dass ich es frühzeitig beenden musste. Also ein sehr, sehr kurzes reingespielt, aber schon das Tutorial hat mich völlig aufgeregt. Und ich habe auch nicht verstanden, was ich machen sollte. Also irgendwie, ich dachte, ich wäre richtig, aber er hat es einfach falsch gemacht. Vor allen Dingen im Tutorial zu sagen, ja, also das müssen wir wohl noch üben, aber wir machen jetzt mal weiter, ist ganz schlechter Stil. Das heißt, das nimmt einen überhaupt nicht an der Hand. Ne? Deswegen, also ich sage danke fürs Zuschauen. Das war ein kurzer Test. Ich sage trotzdem, mal reinschauen, ne, weil Ehrlichkeit muss ja auch belohnt werden. Und das Ganze findet live statt auf Twitch unter Milky316. Ich sage danke fürs Zuschauen und machen wir den nächsten Test. Ciao.